Du möchtest endlich dein Trauma heilen und du merkst dabei, dass du nicht aus deinem Muster und aus deiner Identität rauskommst. Was denkst du? Was braucht denn dein inneres Kind bzw. dein heutiges Ich, wo all diese Prägungen, Überlebensstrategien, ganz negative Überzeugungen mit in deiner Persönlichkeit bis heute leben? Braucht es vielleicht Cherrypicking? Welche Methode ist angesagt für dich, wo wir einzelne Trauma anschauen, einzelne große, bunte oder eben andere Art von Traumata? Oder hilft dir vielmehr die Methode des Zwiebelschälens? Zwiebelschälen, denn durch Zwiebelschälen passiert etwas genau mit unserer Persönlichkeit. Genau auf diese Fragen und welche Methode dir höchstwahrscheinlich am wirksamsten bei deiner Traumaheilung helfen kann, erzählt dir genau dieses Video heute. Ich bin Gabriela, ich leite ja das Institut für Resilienz, Trauma und Körperpsychotherapie, bin selbst Überlebende und ich freue mich jetzt auf dich. Nun ja, was ist denn die Realität und die Wahrheit? Heute, als Betroffener von Entwicklungstrauma, bist du höchstwahrscheinlich weiterhin auf der Flucht vor dir selbst. Und zwar auf der Flucht vor dir selbst durch deine Persönlichkeit, durch deine Überlebensstrategien und durch deine Identitäten. Denn du erfährst weiterhin und du merkst ja, dass du wiederkehrende Muster immer noch in dir trägst, dass sich alles Mögliche immer wiederholt, dass du somatische Folgen und Erkrankungen dessen hast, dass du toxische Beziehungen erfährst, dass du vielleicht auch immer wieder enttäuschende Erlebnisse hast im Leben und dass du keinen Schritt nach vorn, vielleicht auch nur 1 Millimeter, aber nach vorn tun kannst. Die Realität kann verändert werden. Und zwar durch dein Vorgehen und durch deine Haltung dazu und auch natürlich durch adäquate Traumabegleitung. Ich habe einleitend schon bereits 2 Methoden hier angeschnitten, nicht wahr? Und zwar einmal das mit dem Cherrypicking. Du kennst einige meiner Videos schon, wo ich genau darstelle, dass das ein Gefäß, wir hatten ja den Kochtopf, nicht wahr, als Vorlage. Das mache ich jetzt hier mit diesem Schüssel, damit es durchsichtig ist. Und du siehst, dass hier deine einzelnen Verletzungen, und durch die Verletzungen entstandene Überlebensstrategien sind, die natürlich auch immer unterschiedlich sind. Mal so hat so eine Farbe, mal so eine Länge, mal so eine Intensität. Wenn ich während meiner Traumaheilung versuche, einzelne Traumata hier rauszupicken und ich lege alles andere ab. Mein gesamtes Umfeld, auch das, was meine Persönlichkeit hier so, nicht wahr, ausmacht. Und ich picke gerade eine einzige Verletzung raus und versuche, mich daran intensiv sozusagen heranzumachen. Und ich setze auch alles darauf, das zu verändern. Du kennst ja schon aus meinen Erklärungen, was das bedeutet. Im Körper sind diese einzelnen Traumata nichts anderes als Erlebnisnetzwerke. Das bedeutet, dass du immer gewisse Emotionen, gewisse Gefühle, gewisse Gedanken, gewisse Sinneserlebnisse im Körper, aber auch gewisse Verhalten dazu mit abgespeichert hast und auch womöglich verschiedene Zustände des Bewusstseins. Das heißt, wenn ich so ein Trauma hier rausnehme und ich mich ranmache, das ausgerechnete Erlebnisnetzwerk zu bearbeiten und zu heilen, damit löse ich was genau aus? Was denkst du, was passiert in meinem Körper,
Denn in meinem Körper ist nicht nur dieser ein Trauma, denn wir sprechen jetzt über Entwicklungstrauma und Komplextrauma, sondern ich habe aber viele verschiedene nicht nur Arten, ja, das kann transgenerationales Trauma sein, das kann sein, dass das hier ein Schocktrauma war. Ich habe eine sehr schwere Erkrankung mit dazu bekommen, also medizinische Traumata. Es kann aber sein, dass ich von Anfang an Bindungstrauma auch hatte. Und dann später kam noch dazu narzisstischer Missbrauch zum Beispiel durch meinen Vater. So, das heißt, du hast ein kunterbunter Strauß an verschiedenen Verletzungen und ein kunterbunter Strauß an nicht nur so ein Erlebnisnetzwerk, was traumatisierend oder als Trauma, als Verletzung abgespeichert ist in deinem Körper bis heute, sondern aber viele. Genauso viele wie hier in deinem System bzw. in deinem Körper und in deiner Persönlichkeit zu finden ist. Also, das bedeutet, wenn ich so ein Netzwerk hier anfasse und versuche, mich auf den Weg der Heilung zu begeben, nicht nur innerhalb dieses einzigen Netzwerkes, dass ich natürlich die verschiedenen Komponenten dabei immer berühre, wenn ich hier ziehe, das siehst du. Dann verändert sich natürlich auch an dem anderen Ende. Und es werden verschiedene Vorgänge in meinem Körper, in meiner Persönlichkeit, in meinem Verhalten, in meinem Empfinden dadurch ausgelöst. Was ist jetzt, wenn du Komplextrauma hast, also KPTBS? Und genau diese Vielfalt an Verletzungen und ja, Traumata und Erlebnisnetzwerke in deinem Körper hast. Und du versuchst einen einzigen, lass uns zurückgehen, ein einziges Trauma hier rauszupicken. Denn genau das wird häufig in Therapiemethoden wie zum Beispiel EMDR angegangen. Oder wenn du in ein Einzelgespräch gehst und dann wird genau ein einziges ganz schreckliches Erlebnis ewig lang zum Beispiel auseinanderseziert. Ja, das ist genau das, was dort passiert. Natürlich heißt es, dass wenn du ein einziges Ende, eine einzige Komponente hier bewegst, nicht nur diesen Netzwerk, das du damit berührst, sondern auch die benachbarten, diese Netzwerke, diese Erlebnisnetzwerke, und da hast du sicherlich Erfahrung damit, ja. Wenn das zum Beispiel, du hast einen Unfall gehabt, ist dein Erlebnis. Und ein zweites Erlebnis, wo du vielleicht gemobbt warst in der Schule. Und dann hast du noch ein drittes Erlebnis, dass du zu Hause ständig Silent Treatment, ja, als Strafe erlebt hast. All diese drei Netzwerke sind natürlich auch miteinander verknüpft und verwoben. Das heißt, wenn du ein einziges Trauma anfasst, du auch immer die anderen anfassen wirst. Du kannst gar nicht davon, ja, irgendwie wegkommen. Das ist eine ganz natürliche und neurophysiologische Folge. Was passiert, wenn ich jetzt die Methode Zwiebelschälen wähle? Denn du weißt ja, haben wir gleich auch am Anfang geschaut, du hast natürlich um dein Inneres herum eine Persönlichkeit, welche genau diese Erlebnisnetzwerke und viele, viele Schichten hat. Zwiebelschälen. Eine Schale weg. Eine Überlebensstrategie. Ich schäle weiter. Dann kommt nicht nur ein nächster hervor, sondern ich werde auch merken, dass je mehr ich hier befreie und ich auch selbst in meiner Persönlichkeit Veränderungen wahrnehme, ungeahnte weitere Schichten hier aufbrechen bzw. zum Vorschein kommen. Es gibt
natürlich verschiedene Therapiemethoden, ja, wie zum Beispiel Schematherapie, wo du genau das hier machst, dass du die einzelnen Schalen und die einzelnen Muster, nicht wahr, in deinem Verhalten zum Beispiel erkennst und dass du dich dort ein Stück mehr in der Tiefe auch berührst. Was dort unglaublich toll ist. Du bist dabei natürlich, diese Überlebensstrategien und diese Mechanismen in dir kennenzulernen und zu erkennen, zu identifizieren. Was dabei größte Gefahr ist, das hatte ich leider in mehreren Einzelsitzungen auch unter meinem Klientel, dass diese einzelnen Überlebensstrategien und Schalen, deine Masken, deine Seiten und Merkmale in der Persönlichkeit werden erkannt, werden benannt und sie werden sozusagen abgepellt und du stehst plötzlich absolut schutzlos da. Das heißt, und die Frage an dich, welche jetzt dieser Methoden dient es für dich mehr? Ist es das, dass ich einzeln, nehmen wir wieder das hier, ein einzelnes Trauma hier anschaue und betrachte? Oder dient es dir das hier mehr, wo du die einzelnen Überlebensstrategien abpellst, benennen kannst und dann womöglich ganz nackig, ja, ohne jeglichen Schutz plötzlich dastehst? Ich lasse auch hier ein bisschen Denkzeit. Was glaubst du? Hilft dir das? Hilft vielleicht eine Mischung von diesen Methoden? Was denkst du? Und wenn du diese Mischung anwendest, hättest du dann alles dazu, dass du sicher in eine Bindung und selbstwirksam durch diese Traumaheilung gehen kannst? Oder fehlt dir noch was? Ich kann dir den Rätsel aufschlüsseln. Die beiden Methoden können sehr gut komplementär angewendet werden, denn das Erkennen und Bewusstwerden dessen, was mich in der Persönlichkeit heute ausmacht, welche Identifikationen ich habe, welche Bedürfnisse ich mir heute immer noch nicht erfülle und vielleicht auf irgendwelche Überzeugungen mich ausruhe, auch oft unbewusst, kann sehr hilfreich sein. Auch das kann sehr hilfreich sein, wenn ich natürlich nicht nur ein Trauma anfasse, ein Erlebnisnetzwerk, sondern natürlich hier mehrere. Denn wenn ich einen anfasse, fasse ich auch immer die anderen an. Wenn ich an ein Ende ziehe, plötzlich brechen Tausende an Traumata auf. Deshalb, wobei das wunderbar ist, denn plötzlich kommt alles in Bewegung, ich mobilisiere, wow, da kehrt vielleicht eine gewisse Lebendigkeit zurück, habe ich aber auch hier keine Sicherheit. Und auch hier fehlen genau das, dass ich mich selbst in Sicherheit fühle, dass ich mich verbunden fühle und selbstwirksam sein kann. Und das kann nur eine Traumabegleitung dir wirklich geben, welche körperorientiert als allererste dir die Basics für Selbstregulation nahebringt, wo du dich dazu ermächtigt, dass wenn es dazu kommt, einzelne Schalen deiner Persönlichkeit und einzelne Überlebensstrategien und Überzeugungen, die du erkennst, vielleicht gewisse unerwartete Folgen haben. Oder wenn du ein
bzw. mehrere Traumata hier anfasst und durch Kognition bzw. Emotionen das vielleicht auch angehst und dort einiges bewirkt und bewegt, dass du immer nicht nackig, ja, nicht nackig dastehst, sondern du dir wirklich eine Menge an Tools, Werkzeuge und Sicherheiten zur Verfügung stehen. Und genau das wünsche ich dir. Bin gespannt, welche der Methoden du ja schon vielleicht erlebt hast, welche andere Art von Traumatherapie vielleicht womöglich ja schon irgendwo auch erfahren durftest. Und ja, ich freue mich auf deine Kommentare wie immer und ich wünsche dir alles, alles Liebe und ja, einen wunderschönen Sommer. Bis zum nächsten Mal, Gabriela.